Zurück nach Deutschland. Die Grünen haben ihr Wahlprogramm für die Bundestagswahl vorgestellt. Und darin versprechen sie, dass Klimaschutz einfacher und bezahlbarer werden soll. So soll ein Klimageld die Menschen bei den Energiepreisen entlasten. Die Grünen wollen auch eine Reform der Schuldenbremse. Bis diese Reform kommt, sollen Schulden über einen sogenannten Deutschlandfonds aufgenommen werden. Bei der Einwanderung wollen die Grünen besser ordnen und steuern. Wir setzen einen großen Schwerpunkt darauf, dass wir die Kosten im Energiesystem runterbringen. Wir haben in der letzten Legislaturperiode den Strom sauber gemacht und das wird auch weiter so gehen. Jetzt machen wir ihn günstig, indem wir Stromsteuer herausnehmen aus den Kosten und die Netzentgelte reduzieren, sodass dann eine vierköpfige Familie ungefähr 400 € im Jahr sparen wird durch günstigen Strom. Gleichzeitig wird dadurch die Nachfrage nach den neuen Techniken, auch den Made-in-Germany-Techniken steigen und die industrielle Wertschöpfung an dieser Stelle gewinnen, E-Mobilität, dekarbonisierte, also klimaneutrale Wärme. Und wir werden dadurch das Klima schützen. 3 Ziele mit einer Maßnahme, das, denke ich, hat man selten. Deswegen legen wir dort so einen großen Schwerpunkt drauf. Christina Lewinsky ist für uns mit dabei bei dieser Vorstellung des Parteiprogramms der Grünen. Und Christina, man wundert sich schon so ein bisschen. Wirtschaft vor Klimaschutz, das ist neu. Ein Rentensystem, das 2 Dinge zusammenbricht. Das ist neu, vor allem wenn man es mit dem Programmentwurf von der letzten Bundestagswahl vergleicht, Feli. Und es war doch interessant, die Schwerpunkte zu sehen hier von Robert Habeck. 15 Minuten hat er gesprochen. Ganz zu Beginn hat er so ein bisschen den Sound der Grünen für diesen Wahlkampf gesetzt. Er hat gesagt, die Grünen setzen auf die Kerntugenden des menschlichen Miteinanders. Übersetzt heißt das so ein bisschen, das war ein ganz klarer Seitenhieb auf gestern, auf die Debatte rund um die Vertrauensfrage im Bundestag, wo wir doch viele verbale, rhetorische Entgleisungen gesehen haben. Also darauf wollen die Grünen verzichten. Mal gucken, ob ihnen das gelingen wird. Und dann, du sagst, es hat einen Großteil dieser Rede tatsächlich auf das Thema Wirtschaft verwendet, um über die Wirtschaft zu sprechen. Wie wollen die Grünen Deutschland wettbewerbsfähig machen, konkurrenzfähig machen? Robert Habeck hat gesagt, Deutschland muss eine wichtige Rolle wieder einnehmen in Europa und das geht eben nur mit einer starken Wirtschaft. Er hat auch gesagt, dass dieser Programmentwurf seine Kraft daraus zielt, dass er die großen Fragen dieser Zeit adressiert. Ich glaube, da muss man wirklich ein Fragezeichen hintersetzen, denn Robert Habeck war Wirtschaftsminister in den vergangenen Jahren und genau das muss er sich ja auch immer wieder vorwerfen lassen, auch ihm momentan von der Opposition. Alexander Dobrindt zum Beispiel von der CSU, der heute Vormittag noch mal ganz klar gesagt hat, es ist ein grünes wirtschaftliches Desaster, das wir momentan erleben in Deutschland, die Wirtschaft am Schwächeln in Deutschland und Robert Habeck ist eben für viele der Kopf oder ist für viele der Schuldige an dieser wirtschaftlichen Situation momentan in Deutschland. Nichtsdestotrotz eben viele wirtschaftliche Punkte, die in diesem Papier zu finden sind, unter anderem der Deutschlandfonds, aus dem heraus dann eben saniert werden soll, zum Beispiel nicht nur das Schienennetz, auch zum Beispiel Schulgebäude saniert werden sollen. Wenn man gleich auch sagen muss, dass das zum Teil wortgleich ist mit den Vorstellungen der SPD, also da ist wirklich keine Unterscheidbarkeit zu sehen. Möglicherweise ist das aber eben auch genau Sinn der Sache. Christina, unterscheidbar sollen ja dann auch am Ende die Kanzlerkandidaten sein. Jetzt hast du Robert Habeck ja nun beobachtet. Hat er für dich einen kanzlertauglichen Eindruck hinterlassen? Ich glaube, die Grünen wissen tatsächlich sehr gut, dass es extrem schwierig, wenn nicht ausgeschlossen ist, dass Robert Habeck wirklich als Kanzler ins Kanzleramt einziehen wird. Und auch das Thema Juniorpartner dürfte sehr, sehr schwierig werden bei einer schwarz-grünen Konstellation einer möglichen. Auch wenn wir auf die Flirtversuche von Friedrich Merz in den vergangenen Wochen schauen, ist da immer noch Markus Söder, der CSU-Chef. Und darauf wird es natürlich ankommen, ob es aus der CSU möglicherweise dann Signale gibt, dass man überhaupt mit einem grünen Wirtschaftsminister Robert Habeck leben kann. Momentan sieht das nicht so aus. Markus Söder schießt sich im Prinzip in jeder Äußerung, die er tätigt, auf Robert Habeck regelrecht ein. Und man muss auch sagen, dass dieser Programmentwurf, so wie er jetzt momentan hier auf dem Tisch liegt, im Prinzip es noch ausgeschlossener macht, dass man zu einer schwarz-grünen Zusammenarbeit dort irgendwie zusammenkommen möchte. Ja, Robert Habeck versucht sich hier als kanzlertauglich darzustellen. Er setzt vor allem immer wieder auf diese Nahbarkeit zur deutschen Bevölkerung und hat ja auch viele Küchengespräche geführt in den vergangenen Wochen und vergangenen Tagen. Darauf möchte man immer wieder hier setzen und natürlich klar machen, dass man diese Ambitionen hat. Wie fruchtvoll die dann am Ende sein werden, ich glaube, das wird sich dann am 23. Februar erst entscheiden.
Christina, danke schön für den Moment.